Wie geht's euch? Ey! Alter, habt ihr mich nicht verstanden oder was? Ich frag nochmal! Wie geht's euch? Ich weiß auch noch die letzte Sendung, Tendenz Hard bis Heavy, die ging von abends um 10 bis früh um 6, von A bis Z haben sie alle Bands durchgespielt. Ich bin zwischendurch eingeschlafen, bin dann, weiß ich nicht, bei P wieder aufgewacht, keine Ahnung. Und damals war es halt cool, da hat man halt viele neue Bands kennengelernt oder auch aufgenommen, weil Internet gab es nicht. Der hat so eine ganz eigene Art, wie er das macht. Ich glaube, das kann in der Art kein anderer. Und das schätze ich extrem an ihm. Also auch mal, wenn du ihn hörst, da ist immer so viel Euphorie dabei, so viel Freude, so viel Spaß. Und auch so ein Senderwechsel lässt er sich nicht von seiner Art abbringen. Und das macht halt immer noch, nach all den Jahren immer noch so viel Spaß, ihn dazu zu hören einfach. Also, er bleibt sich treu, ganz einfach. Das ist, glaube ich, das, was ich am meisten an ihm schätze. Lichtenberg, Lichtenberg! Wir haben eine Zielgruppe, die wir bedienen wollen, die wir vielleicht aber nicht optimal bedienen können. Weil du kannst nicht so tun, als wärst du ein Metalhead und versuchst den Leuten irgendwas zu erzählen. Das geht einfach nicht. Er hat diese Fähigkeit, aus den Künstlern wirklich die tollsten Storys rauszukitzeln, besitzt natürlich das Know-how, genau auf dem Punkt zur neuen Platte sie zu befragen. Weiß manchmal mehr, glaube ich, als die Künstler selbst über ihr eigenes Album. Groß in der Kleinstadt, klein in der Großstadt. Was willst du tun, wenn plötzlich keiner mehr Koks hat? Und mit Koks mal die Props, obwohl gar nichts geht. Groß in der Kleinstadt, klein in der Großstadt. Was willst du tun, wenn plötzlich keiner mehr Koks hat? Und mit Koks mal die Props, obwohl gar nichts geht. Im Vergleich zu vielen anderen Sendungen, die sich mit Metal oder so beschäftigen, dass es nicht eine Sendung ist, wo es nur darum geht, und wir spielen heute mal Heavy Metal und deswegen gibt es nur Metallica und Iron Maiden und AC/DC und Deicide und weiß der Fuchs was, sondern ich will wirklich jede Woche neue Sachen machen, ohne dabei die Wurzeln zu vergessen. Ich bin mir sicher, Jakob wird auch eine Sendung hinkriegen, wo er gar nicht sprechen würde und nur die Musik spielt und die Leute finden das geil. Und alles, was danach kommt, ist immer noch wie so die Sahne auf der Torte. Und für mich persönlich wäre es, ich höre ihm einfach gerne zu, weil er hat geile Geschichten, neues Material und ist halt ein äußerst sympathischer Typ. Wir unterhalten uns total oft in der Redaktion, wenn er dann donnerstags reinkommt, er sagt mal kurz Hallo und dann schnacken wir ein paar Sachen. Und genau so ist ja die Sendung dann auch. Also es ist ja nicht nur der Onkel steht vorne und erklärt was, sondern ey, hier sind wir unter Freunden und ich habe dir was mitgebracht. Und das finde ich ist der große Stärke. Klar überschneiden wir uns manchmal, was das Interesse angeht bei Künstlerinterviews. Und auch da sprechen wir uns ab. Oder Jakob sagt, hey, ich habe den aber schon oder ich mache den. Aber wenn ihr Interesse habt, da gibt es auch ein paar Dinge, die haben so eine Allgemeingültigkeit und ein allgemeines Interesse. Wollt ihr davon was auch senden? Also das ist ein Geben und ein Nehmen und es ist wunderbar. Dazu kommt, dass Jakob einen grandiosen Humor hat. Ich bin ja eher so ein sehr expressiver Mensch. Wenn Jakob sich freut, dann ist das, das ist aber schon sensationell. Er ist da eher so ein bisschen verhalten, da denkt man gar nicht. Jakob! Hey. Am Start hier. Sag mal, Eva, auf deine Heavy Hour zu sprechen kommt. Ja. Fährst du bei dem Wetter eigentlich nur Harley oder ist eingemottet jetzt? Einmotten, ich bin ja nicht so ein Saisonkennzeichenfahrer. Nee, bist du nicht. Wenn ich wollen würden könnte, würde ich das ganze Jahr fahren. Im Moment ist es mir einfach wirklich zu nass und zu glatt. Vor allen Dingen ist mir im Moment auch die Stadt zu voll. Man merkt, dass es kalt wird und dass viele, die sonst Fahrrad oder Roller fahren, jetzt aufs Auto umsteigen. Die ganze Stadt ist die Stoßstange als Stoßstange und die Leute sind ultra aggressiv. Ich kann an der Stelle nur sagen, entspannt euch, fahrt vorsichtig. Keiner hat Spaß dran, wenn er mit einem kaputten Fuß nach Hause kommt, kriegt ein Lied von singen. Ich habe ihn kennengelernt, da habe ich selber noch hier in Berlin bei One World of Music gearbeitet. Und er hat, glaube ich, da auch mal gearbeitet und kam jedenfalls immer noch zu Besuch. Und er war der Erste, dem mir auffiel, der eine Moto Guzzi fuhr. Und jetzt jedes Mal, wenn ich an der Moto Guzzi vorbeilaufe, ist sofort, dass ich dachte, ich kann mich erinnern, wie Jakob das erste Mal mit so einem Ding um die Ecke kam. Egal, im Sommer, solange das Wetter schön ist, kommt er mit seiner Harley vorgefahren. Zack, 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 wenn zwischendurch mal was ist er da und springt kurz rein, macht auch mal ein Interview und springt auch gleich wieder raus. Ist hochflexibel, ganz beweglicher, kluger Kopf, der immer gute Ideen hat. Und auch, der es einem trotzdem ganz, ganz leicht macht. Man könnte jetzt so denken, der kommt ja bloß einmal die Woche vorbei, da sind viele andere ja gar nicht mehr da. Jakob gehört zum Team und ist in unserem Herzen und jeder denkt auch an ihn und genauso wie er auch an uns denkt.
ich mag diese Musik und zwar aus tiefstem Herzen, aus tiefster Seele, seit ich als Teenager das erste Mal harte Gitarrenriffs gehört habe. So Queen, Bryan Adams, was halt im Radio lief, AC/DC. Und das hat mich gepackt und das hat mich heute, ich bin jetzt Mitte 40, hat mich nie losgelassen. Im Gegenteil, ich bin immer noch, wenn ich auf ein Konzert gehe, bin immer noch der irgendwie sich freut, wenn Bands spielen und der gerne auf Konzerte geht und der Platten kauft und der sich anhören muss von anderen Leuten in meinem Alter, wie, du hast immer noch ein Poster von XY an der Wand. Natürlich habe ich ein Poster an der Wand, das ist geil, finde ich super. Heute ganz viel neue Musik, die wir hören werden. Wir werden dann auch natürlich Karten raustun für das große Ereignis des Jahres, die Abschiedstour der mächtigen Slayer, die Sonntagabend in Berlin die Mercedes-Benz Arena abreißen werden. Da haben wir noch Karten dafür, weil Star präsentiert die ganze Veranstaltung. Ansonsten heute noch Gäste bei mir in der Sendung, selbstverständlich in jeder Sendung Gäste, dazu ist die Happy Hour ja da. Heute zu Gast Protection of Hate. Letztens fragte mich ein Kollege, sag mal, du hast doch sicherlich schon irgendwie 500 Interviews gemacht. Und ich habe durchgerechnet und es sind über 1000. So. Ich habe auch die ersten Interviews, die ich gemacht habe ich noch gemacht, die erst auf Kassette, dann auf DAT-Kassette, dann auf Minidisc, dann auf so einem digitalen Aufnahmegerät, auf einer CF-Karte. Irgendwann sind diese Techniken auch überholt. Ich habe die Datenträger zwar noch da, ich habe noch welche, ich habe ein Slayer-Interview mit Jeff Hanneman auf einer Bandrolle. Dazu bräuchte ich eine Bandmaschine, um es wieder abzuspielen. Also ich habe ein Riesenarchiv, aber ich komme auch gar nicht dazu, das zu katalogisieren und digitalisieren. Von Abschreiben wollen wir gar nicht reden, weil ich erstens nicht die Zeit habe dafür, weil es halt immer mehr wird und weil ich nach jeder Sendung sofort sage, okay, was mache ich nächste Woche? Hallo. Hallo. Morgens. Guten Tag. Guten Tag. Wo ist die? Ich nicht da sind meine Gäste. Kommt mit. Herzlich willkommen zu Hause. Also, hier rum. Hier rum. Hier parke ich euch hin. 1000 Leute trinken gerade meine Kaffeemaschine leer. Ist alles klar. Das ist sein Baby und er behält da den Überblick. Er gibt mir ab und zu mal so Hinweise, wo er sagt, ey, guck an, das habe ich jetzt eingespielt, kannst du dir vielleicht auch mal anhören. Vielleicht ist es ja was fürs breitere Publikum. Aber er hat da echt carte blanche und das aus gutem Grund, weil er weiß Bescheid. Er ist der Mann und es ist seine Show. Und ich habe gesagt zu Marco Koch, der Musikchef, den ich auch schon eine Weile kenne, ich sage, du weißt schon, dass das, was ich da spiele, über den Horizont von dem, was ihr als harte Musik definiert, weit hinausgeht. Und gibt es da von eurer Seite irgendwelche Vorgaben? Ist irgendwo für euch eine Grenze erreicht oder so? Und die sagten, nö, mach. Ich sage, wie, nee, mach? Ja, mach mal. Und es gibt bis heute keinen, weder einen Druck noch einen Einfluss noch sonst irgendwie auf diese Sendung einzuwirken. Im Gegenteil, wenn ich hier reinkomme und sage, ich habe heute das und das, sagen die, geil, super. Also war wieder Zeit, auf jeden Fall eine Platte zu machen, klar. Und einen besseren Anlass gab es natürlich nicht. Logisch. Und haben wir halt gemacht. Wie immer, haben uns hingesetzt, haben Songs geschrieben und bums, fertig sind Er macht das natürlich zum großen Teil in Eigenregie, weil er besitzt dieses Spezialwissen. Da würde ich auch nicht dahergehen und sagen, oh, ich weiß das alles. Ja, vergiss es, Puppe. Da komme ich eher zu ihm und frage ihn nochmal. Aber auf der anderen Seite, ich sitze hier täglich, kriege alle Pressemitteilungen, weiß, was los ist in der Stadt. Und wenn ich zum Beispiel denke, ui, das ist aber ein Thema, das passt so vielleicht jetzt gar nicht in mein Tagesprogramm, aber zu Jakob und zur Heavy Hour passt das perfekt. Dann schicke ich ihm das mit einer kurzen Notiz, hast du Platz, interessiert dich das? Und ganz oft matcht es und Jakob sagt, hey, gib her, ich setze es um und perfekt. Die Geheimwaffe des kleinen Mannes ist der USB-Stick, mit dem man Daten von der einen Seite auf die andere Seite transportieren kann. Und kein Scheiß, ich kaufe, ich glaube, alle 6 Wochen eine neue Handvoll USB-Sticks und lasse die ständig irgendwo liegen. Was hat der Kranz eigentlich in seiner Tasche? Ein Leatherman, eine Sonnenbrille, braucht man auch immer. Powerbank braucht man auch, wenn der Strom alle ist. Ein Netzteil für einen Computer, aber kein USB-Stick. Nicht, dass ich jetzt nochmal in den Elektronikmarkt meines geringen Misstrauens fahren muss, um mir den USB-Stick. Ah! Die Sendung ist gerettet. Also es gibt irgendwie, wenn ich immer sage, wir in der Sendung, ne, wenn ich sage, wir hier in der Sendung haben zu tun, klar gibt es irgendwie einen Aufnahmeleiter und einen Techniker und so, aber am Ende, die Arbeit bleibt immer an mir hängen. Ich mache von Interviews anfragen, über Vorbereiten, über GEMA-Listen schreiben, über Facebook-Seite betreuen, über Webseiten bauen, über Texte schreiben, über Songs schneiden, alles selber. In, weiß nicht wann, mein Tag hat vielleicht 36 Stunden oder so. Es ist ja nicht so, dass die Musik einfach irgendwie vom Himmel fällt oder aber irgendwie da ist und ich mich nur ins Studio stelle und sage, so hier 30 Songs, die ich jetzt spiele und
machen wir da einen bunten. Im Gegenteil. Der Anspruch an die Sendung ist ja, neue Musik zu spielen, Sachen, die noch kaum jemand kennt, um auch jungen, neuen Bands eine Chance zu geben. Was sehr viel Suche und Recherche im Vorfeld bedeutet. Also die Frage, wie lange dauert es, so eine Sendung vorzubereiten, lässt sich immer schwer beantworten. Ich brauche, bevor die Sendung beginnt, etwa 1,5 Stunden, um so den technischen Ablauf zu machen, irgendwie Computer bestücken, Jingles raussuchen, Nachrichten schreiben und so. Und ansonsten, wenn wir mal, Band ist irgendwo und ich fahre hin und mache ein Interview, das rausnehmen und Interviews dann noch schneiden und bearbeiten, das rausnehmen, ist die reine Recherche und die Arbeitszeit für so eine Sendung, sagen wir mal, doppelte Sendezeit, also 4 Stunden. Das heißt, ich sitze mindestens einen Abend die Woche in Echtzeit da und baue die Sendung in groben Strukturen zusammen. So wie so Puzzleteile, dass man überlegt, okay, welche Themen gibt es diese Woche, worüber muss man reden, welche Bands sind auf Tour, welche Bands können vorbeikommen, was ist gerade das Thema der Woche sozusagen, wie kann man das musikalisch abbilden. Daraus baue ich mir so eine Art Klettergerüst oder so eine Art Pfad, der dann irgendwie das Gerüst der Sendung bedeutet. Und dann müssen die Songs alle rausgesucht werden. Ein Großteil der Songs kaufe ich auch selber, weil gibt es halt irgendwie nicht irgendwie metalsupply24.de, die dir sagen, ist alles da, sondern ist alles neu. In vielen Sachen muss man auch die Band selber erstmal anschreiben und sagen, ich würde gerne was spielen, könnt ihr mir was schicken? Weil viele Sachen, eine gerne gestellte Frage ist auch, ich habe da so ein Video bei YouTube gesehen, kannst du das mal spielen? Nein, kann ich nicht. Weil YouTube hat halt ein anderes Datenformat als das, was wir im Radio benutzen. Das ist ein sehr komprimiertes Datenformat. Man stelle sich vor, ein großer Künstler malt ein Ölgemälde in 3x4 Metern, hat ewig viel Zeit, das ist der Künstler im Studio, der einen Song aufnimmt. Und dann kommt einer mit einer Handykamera, macht ein Foto und zeigt dir das, während er das Foto dir 5 Meter Entfernung vor die Nase hält, sagt, guck mal, so sieht das Bild aus. I come in the breath of the dead, bathing in my papa blood, bare bone and covered in red, waiting on that. Das Stahlwerk war als Name eine absolute Institution und war unter jedem Moderator natürlich auch anders. Das Stahlwerk war unter MC Lücke ein anderes als unter Adi Sharma und die Tendenz Hard bis Heavy war unter Jens Hopke eine andere Sendung als unter Jens Molle und jeder hat so sein Ding. Tatsache ist, dass diese Sendung nach so langer Laufzeit, bei Fritz 16 Jahre, insgesamt mit Radio, mit DDR-Radio fast 30 Jahre, nach so langer Laufzeit irgendwann, zumindest aus Sicht der Chefredaktion von Fritz, eine Art Halbwertszeit überschritten hatte, was ich nie nachvollziehen konnte, weil, wie gesagt, jede Sendung ist aktuell und neu und der Anspruch von Fritz war, wir machen neue Musik und junge Musik und so weiter und so fort, worauf ich mich auch immer berufen habe. Also ich habe in der Sendung immer eher Linkin Park vorgestellt als die 800. Gravedigger-Platte, auch wenn ich Gravedigger sehr mag. Aber so viel zum Thema junge Leute abholen. Jakob und ich haben uns ja schon länger darüber unterhalten, dass das die Situation dann letztendlich so ist, dass er hier ist. Also das war schon sehr lange, was mir auch, also schon so ein Wunsch, dass ich gesagt habe, Mensch, die Sendung ist auch bei diesem Kinder- und Jugendprogramm vielleicht nicht so gut aufgehoben, wie es jetzt bei uns wäre. Und bin dann echt glücklich, dass es endlich funktioniert hat, dass es endlich geklappt hat. Wir haben es schon, ehrlich gesagt, schon länger drauf rumgedacht. Und als es dann wirklich in Sack und Tüten war und dann den Vertrag unterschrieben, dachte ich, wie ich es erst schon gesagt habe, wir brauchen einfach da einen Experten und da fiel mir kein zweiter ein, ehrlich gesagt. Und ich habe mich ich wusste, dass das enden wird schon eine Weile, schon etwa ein Jahr und habe mich dann im Sommer immer mal ein paar Leuten, die ich so kenne, die auch die Sendung kennen, anvertraut und habe gesagt, ey, wenn das nichts wird, dann höre ich auf. Und von allen Seiten kam der Satz, du kannst das Stahlwerk nicht sterben lassen. So, also da geht es gar nicht darum, dass ich das mache. Das ist völlig wurscht, ob ich das bin oder jemand anderes. Es geht um die Sendung. So. Ich habe probiert, mit Fritz zu reden, ich habe mit der Chefredaktion gesprochen, ich habe lange Briefe geschrieben, wir hatten Meetings, um das zu reden, es führte kein Weg da rein. Der Plan war so, wie der Plan war. Sie wollten halt die Sendung als Rocksendung machen. Mit dem Kollegen Jan Schwarzkamp, den ich sehr schätze. Schöne Grüße. Den habe ich ja damals vorgeschlagen, als ich Vater wurde und 2 Monate Elternzeit hatte, hat Jan die Sendung übernommen und so. Also da gibt es auch kein Beefs, alles gut. Aber für eine neue, junge Rocksendung, wie Fritz die haben wollte, ist einfach, das ist nicht das Format, was die brauchten. Aber wie gesagt, führte kein Weg rein. Und als dann klar war, dass ich aufhöre und sich im Internet diese Petition geformt hat von Leuten, die an der Sendung hängen und die gesagt haben, wir wollen, dass dieser Sendeplatz beibehalten wird, die
von Fans von der Basis gestartet wurde. Wir hatten innerhalb von 14 Tagen waren es fast 5000 Leute, die unterschrieben haben. Und zwar nicht nur irgendwie mit irgendwas, sondern mit Klarnamen und Adresse und so. Und wenn man überlegt, dass du im Internet deinen Namen, deine Adresse irgendwo angeben musst bei irgendeiner Seite, das macht nicht jeder. Und die sind zu Fritz geturnt und haben gesagt, hier, wir möchten gerne das, und es führte kein Weg da rein. Und da diese Petition im Internet halt Wellen schlug und dann irgendwie die großen Publikationen, Metal Hammer und Rock Hard und Death Forever und so darüber berichteten, sich auch Musiker, die mit der Sendung verbunden waren, gemeldet haben, von den Ärzten über In Extremo, über, ich weiß nicht wer alle, die ganze Berliner Szene und so, haben alle gesagt, wir wollen gerne. Star FM hat das mitbekommen, was da los war. Und ich kriege einen Anruf und sage, ey, was ist denn da los? Ich sage, ihr wisst es doch selber, liest doch die Nachrichten. Und dann hieß es, was machen wir jetzt? Was machst du denn jetzt? Ich sage, keine Ahnung, vielleicht höre ich auf. Kannst du nicht machen, wollen wir uns nicht mal treffen. Und dann, ja, 2 Wochen später oder 3 Wochen später war ich hier. Und habe hier die erste Sendung gemacht. Und jetzt mache ich das schon wieder seit fast 2 Jahren. Herzlich willkommen, einen wunderschönen guten Abend. 2 Stunden neue Zeit für Star FM, hier Metal zu präsentieren. Heavy Hour, heute gibt es ganz viele neue Platten. Ich habe jetzt schon was für dich von der neuen Die Artist Murder. Wir werden die neue Death Ride hören. Es gibt was vom neuen Album von Sulphur Aeon. Auch Zone sind mit dabei. Das ist die Band von Martin Lopez, dem ehemaligen Schlagzeuger von Opeth. Die Antlers sind dabei, neues Single der Picture Books, neues von den Rival Sons, neues von Wardruna. Und selbstverständlich gucken wir in dieser Sendung auf das große Ereignis der kommenden Tage, die Abschiedstour von Slayer, die von Star FM präsentiert wird. Und selbstverständlich habe ich ein paar Freikarten für diese Show für dich. Ansonsten auch Gäste in der Sendung. Ich freue mich darauf, dass Protection of Hate wieder hier sind, die in Berlin die Hardcore-Fahne hochhalten. Auch darüber werden wir reden. Los geht's in der Sendung, wie immer natürlich mit einem großen Klassiker und mit Blick auf das große Ereignis am Sonntag. Wer könnte besser anfangen als Slayer? God Hates Us All ist das Album, das ist Disciple. Mein Name ist Jakob Kranz, das ist die Heavy Hour auf Star FM. Ich wünsche dir viel Spaß. Let's fucking go. Und gerade was diese Stadt auch angeht, ist Jakob auch eine Größe auf dem Gebiet. Unique, einzigartig, gibt es nicht nochmal. Und wir sind sehr glücklich, dass wir ihn haben mit seiner Live-Show. Für uns von Star FM und für mich speziell von der Musikredaktion ist die Heavy Hour im Prinzip so unser Trumpfblatt, weil das natürlich definitiv ein Klientel berührt, was natürlich Teil unserer Hörerschaft ist, aber auch Leute, die einfach total Ahnung haben und informiert werden wollen und sich im Prinzip nichts erzählen lassen. Da muss eigentlich ein Profi ran. Da soll wirklich jemand ran, der sich damit auskennt. Und genau an der Stelle kommt dann Jakob ins Spiel und macht dann jede Woche aufs Neue das Programm, meiner Meinung nach, jetzt nicht nur hier bei Star FM, sondern schon seit Jahren, was Fans von härterer Musik, glaube ich, wollen und was sie brauchen. Das Kosewort der Sendung war von der Tendenz Hard bis Heavy damals 1987, wo es hieß, hast du Heavy-Stunde gehört. Und so schließt sich für mich auch so ein Kreis von der Heavy-Stunde zur Heavy Hour und zurück über 40 oder 35 Jahre Heavy Metal, Musikgeschichte, meine Geschichte zu dieser Musik, meine Leidenschaft zu dieser Musik, die nicht endet. Und zu dieser Sendung, die hoffentlich noch eine Weile geht. So, also solange ich Bock drauf habe, das zu machen und mich hier noch irgendwie mit klapprigen Knien am Mikrofon festhalten kann, mache ich das. Dass man denn selber irgendwann mal in der Sendung landet, das ist schon krass. Und an der Stelle danke nochmal, Herr Kranz, für die Einladung, für die doppelte Einladung. War ein schönes Gefühl, mal selber Teil von dem Ganzen zu sein. Und es hat auf jeden Fall Spaß gemacht. Und ja, wie soll man sagen, es war auf jeden Fall eine Erfahrung wert und jederzeit wieder gerne. In dem Sinne. Aus der neueren Geschichte von Slayer immer noch der absolute Übersong Disciple vom Album God Hates Us All. Da werde ich auch ein bisschen nostalgisch und ein bisschen wehmütig. Nicht nur, weil das eine Platte war, zu der ich ein langes Interview mit dem nicht mehr unter uns weinenden Jeff Hanneman und mit Kerry King geführt habe, sondern auch, weil das eine Platte war, die unter dem ganz besonderen Vorzeichen stand. Slayer haben ja eine Weile auch so ein bisschen den Tritt verloren in den 90ern, haben Platten gemacht, die nicht von allen Slayer-Fans so beliebt waren. Mit dem God Hates Us All Album kamen sie dann zurück. Die Platte allerdings veröffentlicht am 11. September des Jahres 2001.